Christoph, nun ist auch eine russische Billigdrohne mit dem Namen Blitz in den Fokus gerückt. Welche Schlagkraft hat diese Drohne? Das ist eine äußerst interessante Entwicklung, wie ich finde. Es geht da tatsächlich um eine Billigdrohne. Die Russen nennen sie Molnja, was so viel heißt auf Deutsch wie Blitz. Und die spielt in diesem Abnutzungs- und Erschöpfungskrieg eine wesentlich stärkere Rolle mittlerweile, als mir das bewusst war. Gestern bin ich wieder einmal über diese Drohne bei einer Recherche gestolpert, möchte ich fast sagen, und zwar bei der BBC. Die britischen Kollegen haben ein interessantes Interview geführt mit einem ukrainischen Waffenexperten. Und dieser Mann hat gesagt, dass diese russische Billigdrohne höchst effizient sei. Und das Ganze muss man sich so vorstellen, dass es sich dabei um ein paar Metallstangen handelt, um Sperrholz und dann 2 Elektromotoren, Navigationssystem und ein wenig auch künstliche Intelligenz. Und dann wird diese sogenannte Flugzeugdrohne auf die feindlichen Stellungen losgelassen, also alles Kamikaze und gesteuert von einem Piloten am Boden per FPV, also First Person View. Das sind diese Männer mit den virtuellen Brillen. Und die Drohne hat eine Reichweite circa von 30 Kilometern und ungefähr 7 Kilo Sprengstoff an Bord. Und das Ganze ist auch ziemlich zielgenau und wahnsinnig billig. Wie ich erfahren habe, eine Drohne kostet vielleicht $2000 und im Vergleich dazu kosten die iranischen Shahed-Drohnen, die Shahed 136, um die $20.000 mindestens. Also man sieht schon, wie billig und wie effizient und gefährlich diese Drohne ist. Und die Russen entwickeln sich immer weiter, genauso auch wie die Ukrainer. Und wenn der eine was Neues hat, wird es vom anderen innerhalb eines Monats meistens kopiert. Und da besteht ein regelrechter Wettlauf zwischen der Ukraine und Russland in Bezug auf die Drohnenentwicklung. Und in meinen Augen haben die Ukrainer trotz russischer Erfolge immer noch die Nase ein wenig vorn. Christoph, danke für all diese aktuellen Informationen nach Kiew.